28 Angler, 6 Finalisten, 3 Zielfische, 2 Endrundentage an einem unbekannten Ort und ein Pokal. Der YPC Bank 2026 wird präsentiert von Hearty Wise, Feel the Difference, Anglerschmiede, Angelschein einfach online machen und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Endlich ist er zurück. Der YPC des Volkes. Keine Boote, keine Live-Technik. Stattdessen müssen sich die Angler hier vor allem auf ein Hilfsmittel verlassen: die eigenen Füße. Wie im Vorjahr gehen 28 Teilnehmer an den Start, die sich auf 4 7er-Gruppen verteilen. Die 3 Punktbesten jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde ein. In der Vorrunde wird wie gewohnt an 2 Tagen über jeweils 8 Stunden geangelt. Neu ist die Startzeit. Statt um 8 geht es diesmal erst um 14 Uhr los. Zwar besteht so das Risiko, dass die Räuber bei Angelbeginn noch Siesta halten. Dafür nehmen wir die Abenddämmerung voll mit. Beste Voraussetzungen für abwechslungsreiche Bilder und kapitale Fänge. Wegen dieser Umstellung entfällt die übliche Ergebnisverkündung. Stattdessen werden die Teilnehmer kurz nach dem Schlusspfiff per WhatsApp informiert. Die Reaktionen halten wir natürlich trotzdem für euch fest. Für eine Fullcard müssen je ein Barsch, ein Hecht und ein Zander sowie 3 variable Bonusfische gefangen werden. Es gelten dabei die üblichen Multiplikatoren und zusätzlich können 3x10 Topwater-Punkte gesammelt werden. Diesmal gibt es darüber hinaus aber noch eine weitere Gelegenheit für Bonuspunkte. Die Angler erhalten einen Müllbeutel, den sie während der Vorrunde mit herumliegendem Abfall füllen können. Ist der Beutel am Ende voll, gibt es dafür bei der Abrechnung 20 sogenannte Trash Points. Außerdem haben wir die Zeitstrafen bei Schnurbruch und Materialversagen deutlich verschärft. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob die Hauptschnur oder das Vorfach bricht, Knotenversagen oder der Snap aufbiegt. Sobald ein Fisch mit dem Köder eines Anglers durch die Gegend schwimmt, wird dessen Angelzeit hinten raus um 30 Minuten verkürzt. Und abschließend wird das Halbfinale, wie zuletzt vor 2 Jahren, im K.O.-Modus ausgetragen. Diesmal ersparen wir den Anglern aber den Stress, Seite an Seite am gleichen Spot fischen zu müssen. Die 1-gegen-1-Duelle werden als Fernduelle mit einem angepassten Punktesystem absolviert. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Jetzt aber weiter mit den Anglern aus Gruppe A. Den Gruppenkopf bildet ganz klar Toon van Ham. Seine Bilanz bei bislang 5 Teilnahmen: einmal Bronze, einmal Silber, 2-mal Gold. Der Western-Profi ist damit einsame Spitze in der ewigen Banktabelle. Was aber rein gar nichts an seinen Ambitionen ändert. Die belgische Bestie will den 3. Titel. Mit ähnlich großem Titelhunger reist Veit Wilder an. Zuletzt musste der Magdeburger aber eine kleine Durststrecke verkraften. 2025 kam überraschend früh das Aus. Diesmal soll wieder eine standesgemäße Platzierung her. Und das unter neuer Flagge. Seit Jahresbeginn firmiert die Raubfischsparte von Fishing Tackle Max unter dem Namen Just Pro. Das 3. Gesicht in der Runde erkennt man selbst im Gegenlicht. Markus Eule, Zex Schmuck-Eremit, vollbrachte in diesem Jahr das Kunststück, sich zum Survivor of the Fittest zu küren, ohne einen einzigen Fisch zu fangen. Bei diesem Format wird er um Fischkontakt kaum herumkommen. Nach seiner engagierten Vorbereitung trauen wir Eule das Weiterkommen aber durchaus zu. Noch höher sind die Erwartungen an Ino Taminga und das bei seiner erst 2. Teilnahme. Beim Debüt überzeugte der Oldenburger theoretisch wie auch praktisch, wenn man von seinem kleinen Hechtfumble einmal absieht. Dass der Mann von Team Lure Drop angeln kann, steht also außer Frage. Spannender wird, wie es um seine Resilienz bestellt ist, jetzt, wo der Underdog-Status ad acta gelegt ist.
Außerdem sind in Gruppe A 3 Newcomer dabei. Mattia Di Santo startet für Ganki und tritt dabei ein schwieriges Erbe an. Bislang konnte kein Südeuropäer nennenswerte Ufererfolge in den Niederlanden feiern. Als Freund von Mark Paczowski ist der Römer aber sicher besser vernetzt als viele andere Ortsfremde und kann als Salz- und Süßwasserguide auf eine enorme Methodenvielfalt bauen. Auch Angelo Eickhout verdient seine Brötchen als Guide und hält bemerkenswerte Bestmarken. Hier nun will der Hamburger seine Fähigkeiten für Bullseye auf die große Bühne bringen. Als Moderator des Videopodcasts Dicke Fische ist ihm die Kamera durchaus vertraut. Der Druck eines YPC-Debüts allerdings nicht. Und zu guter Letzt Moritz Neubauer, geboren auf Kohle in Gelsenkirchen und damit gar nicht weit von der niederländischen Grenze entfernt. Mehr als 60 Angeltage pro Jahr verbringt der gelernte Gärtner im gelobten Nachbarland und fischt dabei recht ausgewogen. Müsste er sich allerdings auf eine Angelei festlegen, wäre das passend zu seinem Ausstatter Neuke wohl das Finesse-Angeln auf Barsch. Das sollte als Vorstellung genügen. Ton, Markus, Moritz und Angelo angeln heute in Zone 4. Veit, Mattia und Ino in Zone 3. Auf geht's! Ja, gewonnen die 3, ja. En dan vertrouw ik naar de weg, joh. Es geht schon wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen richtig schönen Angel, eine gute Angel haben. Die Fischenangler, die warten bloß bis Montag ist, dass sie fressen gehen. Herzlich willkommen zum YPC 2026. Wir sind auf dem Weg zum ersten Spot und die Aufregung steigt. Ich hoffe, ich werde euch ein paar schöne Fische präsentieren und das Popcorn liegt schon bereit. So, hallo und herzlich willkommen von mir zu der ersten Folge YPC. Nicht nur die erste Folge für euch, sondern auch die allererste Folge für mich. Ich bin besonders nervös, denn ich starte direkt mit dem schwersten Fisch, also für mich den schwersten Fisch. Die Trainingszeiten waren nicht so gut für Hecht, aber ich glaube, ich versuche ihn direkt als erstes abzuhaken. Auch zur schlechtesten Tageszeit, aber darum machen wir uns gleich Gedanken. Ich würde sagen, wir sehen uns am Spot und da erkläre ich alles weiter. So guys, we are going to collect some trash during the competition in order to help the nature and be eco-friendly, but as you can see they are too soft and thin and I'm going through trees and plants at some points. That's why this big smile will be with me. Leute, wir sind an der ersten Stelle angekommen und meine Nervosität merkt man mir vielleicht ein bisschen an, aber ich versuche das Beste draus zu machen, denn meine eiserne Regel ist, Hauptsache nicht abschneidern, aber die Fische spielen ja auch noch mit. Ich habe jetzt hier erstmal ein paar Swimbaits, die ich mitnehme unter der Brücke. Ich versuche erstmal die ersten Würfchen auf Hecht und danach kommt meine Spezialart oder meine Lieblingsart, der Zander dran. Für die Hechtangelei habe ich mir natürlich eine Dentist Cast geschnappt. Mit der kann ich nämlich alles machen. Kleine Swimbaits führen, aber auch die dicken Schlappen werfen. Und das ist mir tatsächlich bei Turnieren auch sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich mir noch mal eine Jig Whip 255 klar gemacht. Das ist halt eine Route, mit der ich an Brücken und auch auf der Steinpackung fische. Das heißt, ich muss sehr flexibel sein, will keine 33 Routen dabei haben. Dass ich 3 dabei habe, ist schon anstrengend genug, glaube ich. So, und zu guter Letzt wieder eine Allround-Route, die ich für alles benutze. Das ist eine Sherry Picker. Und mit der Sherry Picker kann ich halt twitchen, jiggen und Rigs fischen. Klingt durchdacht. Eule setzt andere Akzente. Geil, konnte ich unbedingt haben. So, wir sind am Spot angekommen. Wir haben in den letzten Tagen echt viel Regenfälle gehabt, 3 bis 4 Tage. Und alle Poller, die ich gefischt habe, wurden echt trüb.
Das heißt, ich habe leider nur noch 2 Polder übrig, wo die Fische trotzdem noch Bock hatten. Ja, es geht in 7 Minuten los, ich werde langsam nervös. Deswegen sage ich euch im Vorfeld schon mal, was ich hier fische und warum. Weil gleich wird es, glaube ich, ein bisschen hektisch. Ich fange immer an mit dem 7,5er Wobble Shad, um zu gucken, ob die Fische hungrig sind. Und wenn sie es nicht sind, dann habe ich immer in meinem kleinen Rayugi-Böckchen ein Spinnerbait, damit ich schnell am Wasser wechseln kann. Also werde ich jetzt gleich immer Einwurf groß, Einwurf klein machen oder 2, 3 und gucken, dass wir einen Hecht fangen, weil wenn alles gut läuft, habe ich den Hecht in der ersten Stunde weg. Dann kann ich die nächste Zeit des Tages mit dem Zanderfischen verbringen und das ist eigentlich das, worauf ich auch am meisten Lust habe. Jetzt warten wir noch die 2, 3 Minuten und dann geht's endlich los und ich kann den ersten Wurf machen. Welcome everybody. It's a new phase. Well, a very special experience for me because from the bus to the bank part of the YPC is something that takes me very far from home. I'm happy to be in this new adventure. I'm going to fish some different waters around the Netherlands and I've been training a little last days. Let's hope I can catch good ones and I hope it will be fun for you. Man muss ja sagen, dass es alles von Anglern kommt, ne? Oder Anglerinnen. Das ist echt schade. Und guck mal da vorne, steht der Mülleimer. Da stinken meine Hände gleich, dann fange ich nichts mehr. Aber was tut man nicht alles für die Umwelt? Hallo und herzlich willkommen auch von mir zur Gruppe A. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Natürlich, dieses Mal noch mehr als beim letzten Mal. Ich würde an dieser Stelle ganz kurz mal Danke sagen wollen an euch alle. Ich bin ja im letzten Jahr das erste Mal dabei gewesen und habe mich wahnsinnig gefreut über die netten Kommentare. Also vielen, vielen Dank für die netten Worte von allen und die Unterstützung und Nachrichten, die ich bekommen habe und so. Das ist echt was wert. Ich musste mich schweren Herzens gestern Abend von meiner geliebten Frieslandzone verabschieden erstmal. Bin woanders hingefahren und ein Risiko eingegangen. Aber ich hoffe, dass ich hier heute an diesem Tag einen guten Barsch fange und vielleicht auch noch einen guten Hecht. Ich habe mir einen See ausgesucht, in dem es beide Fische gibt, um vor allem den großen Barsch heute zu kriegen, denn das ist mein Problemfisch in der nächsten Zone. Viel Spaß beim Zuschauen, bei der ganzen Staffel natürlich, aber vor allem bei dieser ersten Folge. Es geht wieder los. Gucken, ob ich den ersten Wurf gleich in die Büsche setze. So, jetzt hoffen wir bloß, dass Petri halt mal gut mit uns meint wieder. Und dann wird das ein fantastischer Tag. Hey Jungs und Mädels, willkommen bei der YPC Bank 2026. Könnte gut werden. Ich hoffe, dass es gut wird. Wir sind da in so einem Stadtpolder unterwegs, teils mit Rübenwasser, teils mit klarem Wasser. Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Hechtmaterial dabei. Also mein Auftrag für heute ist es eigentlich, Hechte zu fangen. Das wäre mein Ding. Ein Hecht für auf die Karte und die 3 Zusatzfische Hecht. Und dann, ja, was soll ich denn sagen? Drückt mal die Daumen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Hallo liebe Anglerinnen und Angler. Ich bin richtig heiß, dieses Jahr ein gutes Ergebnis abzuliefern. Vor allen Dingen ein besseres Ergebnis als im letzten Jahr. Und natürlich auch für die neue FDM Raubfischmarke Just Pro hier gut zu performen. Ich starte mit Hechtangeln und werde hier an diesem schönen See auch entsprechend große Köder dabei einsetzen. Großer Köder, großer Hecht, das ist zumindest der Plan. Ich werde, wie ich schon gesagt habe, relativ groß fischen. Zum einen unseren Swimbait, den Waver, 17 cm lang. Aber, und das ist vielleicht auch für einige von euch interessant, ich werde auch einen von den alten Ködern in Anführungszeichen benutzen, den Fabrico Pike. Und das ist vielleicht auch mal ein Statement, dass nur weil ich jetzt für eine neue Marke hier antrete, nicht alles alte deswegen scheiße ist. Ganz im Gegenteil, den fische ich immer noch gerne. Vertrauen in den Köder ist sowieso beim Raubfischeangeln, beim Spinnfischen immer eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe ein gutes Gefühl und hoffe, dass das hier vielleicht jetzt gleich was wird mit einem schönen Hecht. Bleiben wir da kurz stehen, würde ich sagen, oder? Da bis der Countdown abgelaufen ist. Da machen wir da vorne gleich so viel Krach. Daniel ist mein lieber Teamkollege von Zack Fishing. Der Daniel ist verantwortlich für unsere Deadbait Range. Gell? Viele von euch kennen ihn ja, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und durch das, dass mein Maxi leider ausgefallen ist, habe ich den Daniel gefragt, ob er mir helfen wird. Und der Daniel hat gemeint, selbstverständlich, Junge. Also, jetzt sind wir hier. Ich stehe auch überhaupt nicht unter Druck. Also. Können wir sogar noch in die Rache. Lass gerade liegen, das mache ich da, Kescher. Darfst du meine Kescher auch nicht hinschmeißen oder was? So bin ich dafür verantwortlich. Du bist da für meine seelische und moralische Unterstützung. Alter. Hi guys and welcome to this year's YPC Bank. I would like to say good morning, but since we changed the rules a little bit, it's good afternoon. And we're right now on my favorite river trying to catch a perch and a zander. It won't be easy, the river is crystal clear, but we're gonna go for it. Thumbs up and let's start. Die Spannung steigt.
Ich werfe erstmal nicht so nah daran, weil ich Angst habe, in die Büsche zu werfen. Ich glaube, dass da ein Hecht steht. So, die Zeit ist für den ersten Wurf gekommen. Drückt mir die Daumen, Leute. Wir pendeln erstmal einmal hin. Los geht's. Erster Wurf. Ich bin so zittrig, ich mache den erstmal ganz vorsichtig. First cast is something magical, but I'd rather not catch a fish on it. It brings bad luck. If it's a big fish, it's okay. Kein Fisch. Ich fische den Swimbait hier nicht mit Baitcaster, obwohl es in der Routenserie auch Baitcast-Versionen gibt. Aber da das ja hier doch ein etwas größerer See ist, da ist Wurfweite natürlich immer ein Thema. Da komme ich einfach mit der Stationärrolle doch einen Tick weiter raus. Und gerade dadurch, dass das Kraut ja jetzt doch schon etwas höher steht, kann das also schon mal durchaus sein, dass so ein Biss auf größere Distanz kommt. Und dementsprechend, so weit wie es geht, rauspfeffern das Ding. Good morning, sir. I don't speak Dutch, I'm sorry. You caught anything yet? Just come here. 1 minute. Can I fish from here, sir? Do you mind? I will do my best. Have a nice day, thank you. Oh, Pike will nicht direkt. Das wäre ja auch meistens viel zu viel Glück, wenn das gleich mit dem ersten Wurf klappt. Ein bisschen Glück reicht uns. Ein klein wenig Glück. Oh, da war ein Barsch. Nein! Oh! Okay, da wird das doch ein längerer Tag. Also ich arbeite mich jetzt mal näher an den Busch daran, der da steht. Ich das beim ersten Wurf noch nicht so getraut. Bin immer noch genauso zittrig, aber langsam muss ich dem da mal näher kommen, wenn der da steht. Das war zu weit. Oh, scheiße. Der Auftakt bleibt fischlos. Zeit für erste Köder und Tapetenwechsel. Das ging nicht nach Plan. Im Training hatten wir in diesem Eckstück immer wieder Kontakt und Anfasser. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir es relativ schnell umkriegen. Ich habe jetzt vom Wobblechat auch schnell auf ein Spinnerbait gewechselt, um zu gucken, ob hier vielleicht die das ein bisschen aggressiver mögen. Aber an dem Spot zumindest nicht. Und jetzt heißt es, wie beim Polderangeln üblich, Strecke machen. Vielleicht zu hell, vielleicht zu auffällig. It's time to change the spot. Gut, okay. Dann gehen wir Barschangeln. Hoffentlich. So, machen wir mal den anderen noch mal dran. Ach ja. Das Problem ist ja auch immer an so Stellen, man weiß nicht, wer vor einem dort gewesen ist. Ist natürlich immer geil, gell, wenn man schon am ersten Spot am Plan abweicht. Take a little bit lighter jig. It's important to have a good and long floating moment. It's really important on a good spot to take your time to fish it properly. Don't rush it. If you're confident there is fish around, fish it slowly. If you don't get a bite, then at least you can't say afterwards, I fished it too fast. Oh yeah, that's nice. That's a bit better, I guess. It's a big difference, a 7 or a 5 gram jigget. This kind of fishing is a little bit like sea bass fishing, in my opinion. So you're using the current to drift really nicely on the current over a spot. It's a type of fishing where you get often stuck, so it's easy to lose some baits, but it's very, very effective. So, Freunde, jetzt sind wir warm und jetzt fahren wir an das Gewässer, wo es auch Fische gibt. Oha, jetzt würde ich mal sagen, habe ich hier guten Müll entsorgt, denn hier wurden Akkus von Samsung-Telefonen ins Gebüsch geschmissen. Also, heute doch ein guter Tag. Da verliert man fast den Glauben an die Menschheit. Neben den Trashpoints scheinen allmählich aber auch die ersten regulären Punkte näher zu rücken. What was that? Ach, krass gewesen sein, ne? Oh nein, Nachläufer, scheiße. Ah,
ist ein Barsch. Kommt ein Barsch hinter dem Ding her, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist der Köder zu groß. Mist. Oh. Die Sache ist, ich habe für den heutigen Tag noch ein anderes Gewässer, wo ich auf Barsch angeln möchte. Und hier bin ich wirklich zum Hechtangeln hergekommen. Deswegen halte ich jetzt an diesem Plan fest. Also Fische sind auf jeden Fall da. Wäre natürlich die Härte gewesen, wenn der jetzt hier auf diesen 18 cm Köder gebissen hätte. Schade. Yes, da ist er. Da ist er. Jawohl. Oh. Den müssen wir jetzt nur rausbekommen. Da ist mein Hecht. Ich habe ihn dran. Muss ihn nur landen. Ich versuche ihn mal mit der Hand zu nehmen. Ich hoffe, der hängt gut. Macht jetzt ja gerade gar nichts. Aber meistens explodiert er dann. Aber ich hab ihn. Yes, jawohl, jawohl. Kein Riese, aber der Plan ist aufgegangen. Schön, schön. Das ist doch mal ein guter Start, auch wenn der wirklich nicht groß ist. Aber Zielfisch, gut. Und da haben wir, der hatte 70 cm. Schlanker 70er Hecht hier aus dem Badesee. Also ich würde sagen, auch wenn das kein Monster ist, ein gelungener Start in den YPC 2026. Und er darf jetzt schnell wieder rein. So, mein Lieber. Und tschüss. Schön, super. So habe ich mir das vorgestellt. Genau eine halbe Stunde geangelt. Zielfisch Nummer 1 abgehakt. Und ich habe mir für heute eigentlich im Minimalfall nur Hecht und Barsch vorgenommen. Bei Barsch glaube ich sogar, dass es vielleicht noch ein bisschen einfacher werden könnte. Na, man sollte sich nicht zu früh freuen. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ich den Hecht gefangen habe. Was natürlich ein Vorteil von so einem Gummiköder ist, was auch Nachteil gleichzeitig sein kann, dass man den in variableren Tiefen fischen kann. So ein Swimbait hat man natürlich auch die Möglichkeit, da vielleicht noch ein Blei mit anzuhängen oder sowas, dass man ihn ein bisschen tiefer führen kann. Der ist aber doch immer relativ beschränkt auf eine Lauftiefe. Und wenn man hier so ein tieferes Gewässer hat, dieser See, der ist an manchen Stellen bis zu knapp 20 Meter tief, dann ist natürlich so ein Gummiköder hier im Vorteil, weil ich den auch mal ein bisschen runtersinken lassen kann. Gleichzeitig kann ich diesen Köder aber in Kombination mit so einer 10 Gramm Screw auch sehr flach fischen, obwohl der insgesamt ein Ködergewicht von über 80 Gramm hat, inklusive der Screw. Kann ich den trotzdem 2, vielleicht 3 Meter tief fischen. Also ich bin damit nicht auf eine Tiefe beschränkt, sondern kann auch mal ein bisschen rumspielen. Und von der Führung her ist es bei dem Teil wirklich so, dass er am besten funktioniert, wenn man ihn einfach relativ stupide einkurbelt. Ich mache immer mal so einen kleinen Jerk rein, ganz leicht über die Rutenspitze, aber am besten funktioniert er wirklich, wenn man ihn einfach einkurbelt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Vertrauen in den Köder ist ganz, ganz wichtig und da ist dann am Ende auch die Marke egal. Petri dazu, ein 70er Hecht, guter Einstandsfisch. Ansonsten bin ich erstmal arroganterweise noch einigermaßen unbesorgt über den Fisch, muss ich auch sagen, weil mache ich mir beim Hecht, wie gesagt, von den vielen Sorgen, die ich hier mache, noch die wenigsten. Und es hilft so ein bisschen hier ruhiger zu fischen auf jeden Fall, als wenn man jetzt dann so einen Erfolgsdruck noch von den anderen bekommt. Und ich bin jetzt hier gerade zum Finessfischen übergegangen und das ist ja wirklich ein Geduldsspiel. Und wenn man einen Puls von weiß ich nicht wie viel hat, auf jeden Fall dreistellig vermutlich, dann fällt einem das nicht so leicht. Nein! Oh! Ich angel hier an den Seerosen entlang und ich habe das oft schon gesehen, dass die Zander wie Hechte in den Seerosen drin stehen. Und beim Durchleiern kam der Biss. Das wird ein hartes Brot. Ei, 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 ei. The reason why I'm using a so small bait and a so light head is that, first of all, the current is not much. I want to keep it natural and I want to keep it very, very slow, just above the bottom. The reason of a so small bait is that lately I noticed that there are much bait fish of this size around in the river and I felt like that's what they are biting. Last days it has worked sometimes, so let's try this in a moment of low activity like this. All right, let's go to the car and drive to the next stretch. First one was nothing.
it is what it is. Hey guys, hi. No, nix. Nichts bis jetzt. You're a fisherman also? Yes. Yes? Perfect. You catch someone there? Or... Ah, okay. Jetzt sind hier ja schon Angler gewesen, eben gerade. Die sind jetzt nicht mehr da. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wird sich noch herausstellen. Jetzt haben wir ja Montag. Kann natürlich auch sein, dass der See hier schon ziemlich hart beangelt worden ist die letzten Tage. Das weiß man nie. Jetzt kommt meine Geheimwaffe. Man sagt ja eigentlich bei dunklem oder bei trübem Wasser helle Köder. Jetzt gibt es mal einen Verdränger, der trotzdem dunkel ist. Lamelli. Und der muss mich jetzt retten. So, mit 3,5 Gramm. Schön langsames Fischen. Oh, mein erster schöner Biss. Boah, tut das weh, wenn man ein bisschen versaut. Ah, da war er. Da war er. Fehlbiss. Oh, jetzt habe ich auch das Ding von vorhin. Der Biss. Nee, das war irgendwas ist da im Wasser. Das war auch das, was ich vorhin in Kontakt gehabt habe. Look at what a big piece of trash we got. Can I put it on the scale? At least we catch something. At the moment the activity is not much, but we help the environment in the meantime. Okay. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, habe jetzt hier eine Stunde ungefähr geangelt und ich habe noch einen anderen See im Petto, der vergleichbar ist und dementsprechend werde ich das Hechtangeln also noch nicht komplett einstellen, aber jetzt an einem anderen Gewässer fortsetzen. Ich hätte gerne noch einen zweiten Fisch jetzt hier gefangen, sage ich ganz ehrlich, aber ich bin trotzdem zufrieden. Der ganz große Druck ist weg durch den einen Hecht, den ich gefangen habe. Und vielleicht kann ich den ja jetzt an dem zweiten See noch ausbauen. Auf geht's! Liebe YPC-Fans, Sommerschlussverkauf bei der Anglerschmiede. Alle Online-Kurse zum Angelschein für nur 99 €. Das Ganze gilt auch für Gutscheine. Das heißt, wenn neben dir jemand sitzt, der endlich seinen Schein machen sollte, jetzt den Deal sichern. Großer SSV bei der Anglerschmiede, alle Kurse 99 €. Alle Infos gibt es auf der Seite bei uns und unten in der Videobeschreibung. So we just arrived to the next stretch, and this time without waders because I was slowly melting away. Yeah. What a bite. What's a pike? No way. Wow, a pike! I'm happy with the pike here. Crazy. I never catch pike here. Always lucky in YPC. Always catch one in the competition here. In the training, never. 60, 62.5. So, the first bite is a pike. I didn't expect that, but with 62.5 centimeter, it counts as 63 points, and I'm very happy with it. Let's now try to get the main species, which is perch and zander. I'm gonna put this one back. You can swim back, my friend. Always a bit of tension until you get the first bite.
but we made it. I'm currently fishing with a slightly heavier rod and a longer one because we can fish the evening hour and there might be some bigger zander action. So I took a rod with a little bit more backbone, which is our W8 Shed and Jig. So it's a rod up to 54 grams of casting weight, and it has enough backbone to set the hook on a proper zander. That's really important. And the good old Bulties 9,5 centimeter in the color Gold Rush did the job. Alles beim Alten bei Ton. Veit dagegen hat für diese Saison einiges umgekrempelt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, es gab mal einmal so einen riesen Shitstorm, da habe ich mal eine Kippe weggeworfen. Das wird nicht mehr passieren, da ich nämlich Rauchen und auch Alkohol komplett eingestellt habe, seit mehreren Monaten jetzt schon. Mich, wie ihr seht, sehr gesund ernähre. Ton hat inzwischen auch einen Hecht gefangen. War natürlich abzusehen, dass der auch sehr stark sein wird. Aber das gefällt mir gut, weil ich ja weiter auf Hecht angeln möchte. Und wenn der einen Hecht fängt, dann fange ich vielleicht auch noch einen, jetzt in dem nächsten Gewässer. Der soll dann aber im Idealfall ein bisschen größer sein als 63. Oh, Fisch! Das ist ein guter. Ein Riesenzander. Ja. Oh. Wow! Ich bin so zittrig. Ich bin so froh, mich mit den Großen hier messen zu können. Er liegt dran. 62. Kleiner Wackler beim Keschern, trotzdem sind die ersten YPC-Zähler eingenetzt. Ein absolut solider Turnierfisch für Angelo. Durchatmen! Boah, ich war so aufgeregt. Hab den einen oder anderen Fehler mit der Schnelligkeit gemacht, aber der erste Fisch nimmt schon mal richtig Druck. Ich habe gerade in der Gruppe gesehen, dass Veit und Ton einen Hecht haben, aber meiner Prognose nach ist es, glaube ich, jetzt ziemlich schwer, auch Zander zu kriegen. Deswegen bin ich ja auf die Brücken umgeswitcht, weil das Wetter drückt wieder. Ich schwitze natürlich ein bisschen. Ich glaube, das meiste oder die meisten Fische werden ganz zum Schluss kommen, aber bis jetzt, wenn das so weitergeht, bin ich happy. 62er Fisch, das ist schon ganz passabel für Turnierverhältnisse. Auf Zander möchte ich heute noch gar nicht unbedingt angeln. Also wie ich das gesagt habe, es stehen ja Hecht und Barsch im Fokus und jetzt halt erstmal noch Hecht. Gleiches Ziel bei Moritz, bloß läuft es bislang nicht gerade berauschend. Dafür rauscht es im Mikro. Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, mein Angstgegner, und das hat sich leider jetzt bestätigt. Ich habe jetzt fast 2 Stunden damit vergeudet. Nicht vergeudet, aber versucht, den Hecht zu fangen und habe keinen Fisch gehabt, keinen Kontakt. Also hier war das Wasser klar und sah perfekt aus. War es wieder ein bisschen drüber. Ich habe, glaube ich, 100 Brassen gesehen, aber nicht einen einzigen Hecht. So ist das. Gestern im Training hatten wir ja noch zusammengerechnet, bestimmt 7 mal Kontakte, aber was will man machen, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Ist das nun mal so. Aber nichtsdestotrotz, der Plan steht, da weiche ich jetzt nicht von ab, das wäre, glaube ich, fatal. Für mich geht es jetzt an Fluss. Die Hälfte werden erstmal abgehakt. Zwischen den nächsten 2 Flussspots habe ich zwar noch einen Boulder, wo ich das nochmal probieren möchte, weil ich es heute gerne abhaken möchte. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal fahren wir zum Fluss und im besten Fall fangen wir dann Zander und Barsch. Aber wir gucken erstmal, wir fahren erstmal dahin. So Jungs, ihr habt es gesehen, Jungs und Mädels, ihr habt es gesehen. Das Hechtangeln, das funktioniert nicht ganz so gut, gell? Wir haben vielleicht Bock um die Uhrzeit oder wie auch immer. Naja, jetzt fahren wir in die Stadt, Brücke, Schatten, Barsch, Zander, Hecht als Beifang vielleicht, gucken wir mal. Kleine Köderfische irgendwie so an so einer Brücke Pfeiler entlang und an der Rente entlang. Werden wir sehen. Irgendwann wird es auch wieder dunkel, dann hat er Jetzt versuche ich hier gerade noch am Gebüsch wieder schnell einen Pike zu kriegen mit dem Real-Wipe. Den animiere ich immer leicht, entweder durch die Rolle oder mit der Rutenspitze.
sodass er immer nach links und rechts ausbricht. Aber ich muss gleich nochmal auf Zander angeln, weil jetzt kommt hier Strömung und Boot. Denn wenn die Schiffe kommen, kommen auch die Bisse. Oh, das ist warm. Ei, ei, ei. 7 Tage Training im Regen. Heute der erste warme Tag. Oh, ich gehe kaputt. Aber das ist auch Tauwetter für Fette. Ich hoffe nachher, dass ich ein bisschen schlanker bin. Oh. Nein! Oh! Fast ins Wasser gefallen. Boah, da war der nächste bessere Fisch. Also, heute läuft nicht alles so perfekt. Ich hatte jetzt schon insgesamt 3 schöne Fische dran, wovon einer rausgekommen ist. Aber meine Nervosität ist ein bisschen weggegangen. Ich hoffe wirklich, ihr entschuldigt das, dass ich so aufgeregt war. Aber für mich ist das schon ein kleiner Traum, hier zu sein. Abgesehen von der Redseligkeit merkt man Angelo wenig an. Mattia kämpft mit Zivilisationsbeifang. Look at this. Guys, don't leave this stuff on the spot. It's bad for the fish, for the birds, and for everything around. At least I'm not catching anything, but I'm using my time for something to be proud for. Perch. Little perch. Back to the car, and I will take 5 minutes to just think what to do. If to stick on this body of water or try to change since I don't see any activity. Let's go there and think about it. Let's go a bit faster back towards the car. We're gonna try. Hope I'm not too often stuck. Now it's dead tight and I don't like it for a zander. So we're gonna see with a crankbait for a perch. And this time of the year, often there are still a few zanders shallow. So with some luck, you can even catch a zander on it. But let's start off with getting a bite on it. So, liebe YPC-Zuschauer, wir sind am 2. Gewässer angekommen und Zielfisch ist immer noch der Hecht. Ähnlicher Gewässertyp wie der, wo wir vorher waren, ein richtig schöner, klarer See. Ich liebe diesen Gewässertyp zum Hechtangeln einfach. Und ich werde auch hier wieder erstmal mit dem Waver anfangen. Den kann ich hier gerade so über das Kraut fischen und sehe natürlich auch wieder schön, wenn da mal einer hinterherkommen sollte. Aber ihr habt es schon gesehen, den Fabrico Pike, den habe ich hier auch griffbereit dabei. Der kommt hier bestimmt auch noch mal zum Einsatz. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob vielleicht hier auf den Swimbait einer drauf geht. Let's go! Hier seht ihr auch mal richtig schön, wie geil der Köder läuft. Also wenn ich ein Hecht wäre, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Oh, hier ist auch jede, oh, guck mal, hier ist auch jede Menge Fisch unter der Brücke. Sehe ich jetzt erst. Krass. Richtig viele Fische hier unten. Das scheint eine kleine Barsche zu sein. Hier ist alles voll. So, wir sind am nächsten Spot angekommen. Wir sind bei der Angelei angekommen, die wirklich am meisten Spaß macht. Da bin ich jetzt auch glücklich drüber. Ich versuche jetzt mit einem schnellen Biss die Hechtangelei zu vergessen, um euch das hier mal ein bisschen zu erklären. Wir sind an einem Fluss und wir haben quasi eine Einbuchtung, die mündet in einem 6 Meter Loch. Das heißt, ich werde jetzt erst versuchen, das 6 Meter Loch ein bisschen mit kleinen Jigs auszuwerfen. Und danach, jeder, der hier an dem Fluss schon mal war, weiß, wie er geangelt wird, werde ich einfach wirklich nur Strecke machen. Ich werde entweder mit kleinen Jigs oder mit kleinen Crawls werde ich einfach Strecke machen, unten die Kante, den Fuß der Kante ausfischen und gucken, ob da die Zander aktiv sind. Ich hoffe, jetzt in 2 Stunden ungefähr erreicht uns ein riesiges Gewitter oder zumindest ein riesiger Regenschauer. Ich versuche jetzt, solange noch Licht da ist, die Barsche ein bisschen zu überlisten. Deswegen habe ich mir eine Steinpackung ausgesucht, wo Barsch und Zander oft vorkommt. Ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten 2 Stunden entweder einen Barsch oder einen Zander fange, aber der Barsch wäre mir auf jeden Fall lieber, weil später, wenn es dunkel wird, dann sind sie deutlich schwerer zu fangen. Wie gesagt, ich starte erstmal mit einem 4-Inch Wobble-Chat, mit einem 12 Gramm Jighead und gucke, ob ich aus dem Loch hier einen Zander rauskriege und dann heißt es Strecke machen. And then, as usual, the only constant result of every bridge is trash. Yeah, it looks like there is some activity under the other shore. Fish are being pushed on the shore, and that's usually the tactic perch I'm using. So I'm adding just a couple
of casts quickly with a bigger bait because I want to make sure that's not a pike. Otherwise it could be risky. Das ist echt krass mit der Premium-Mumme, gell? Sogar das gleiche Gewicht, Alter, wie das direkt, wie die, bumm. Ich hab's, ohne Scheiß, ich hab noch nie so eine Rute gehabt, wo so nah tockt, selbst das Blei, gell, wie da. Oder? Also, wo das so direkt ankommt, das ist schon krass. Ja, die ist echt grob. Und das ist ja jetzt echt ganz wenig Blei, gell? Also da ist flach, sagst du mal, einer da hoch, schickt man so gegen die Strömung in der Mitte oder was? Vielen Dank an alle die das Boot vor mir schon leer gefangen haben. Ihr könnt euch alle schuldig fühlen. Fisch. Nein, Arsch. Sorry. Falscher Alarm. Übrigens meine Boxen richtig schön beschriftet. Und dann ist mir eingefallen, dass die alle hochkant hier drin sind und ich das gar nicht lesen kann. Ja. Bisher ging nicht viel. Wir wechseln jetzt noch einmal die Seeseite. Ich werde da noch kurz auf Hecht angeln, eine Viertelstunde, und dann heißt es wirklich Abfahrt. Denn es sind noch keine Punkte von mir auf dem Board. Ich habe vor allem den Barsch noch nicht gefangen und das ist ja wirklich die Achillesferse in der ganzen Planung. Hier kam jetzt gar nichts. Ich habe jetzt auch nicht mit kleinen Barschen gerechnet, sondern hier fängt man entweder ein paar große oder einen großen oder nichts. Das war heute nicht der Fall. Ich kann aber hier noch ein bisschen was für meine Punkte machen. Hier liegt nämlich auch noch ein bisschen Müll, den nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ja. Es füllt sich so langsam und ich werde auch noch mal versuchen, dann eben da hinten in der Bucht was für meine Punkte zu machen. Nämlich, ich habe jetzt reduziert auf 2 Hechtrouten, leichtestes Gepäck, will schnell 2 Plätze angeln und dann kommt vielleicht ein Fisch und danach heißt es Abfahrt. You speak English? Oh yeah? What are you fishing? For pike, snook. Snook? Yes. Big one, yes. We want. Snook here? Yes, yes. Nice snooks here. And he's going to eat your net fish. I hope so. Oh, good luck. Thank you. And the biggest you ever catch? In this lake here, 90 centimeters. 90? Yes. But No, we are not going to swim in water where snook. Ah. Yes, we do. They can bite. Yes. Veit verschreckt Fahrradtouristen, ansonsten passiert aktuell wenig, trotz vielfältiger Ansätze. But this is what was biting. So small. Okay, no, it's not getting to 22. At least. Yeah. Oh, it's 22. It's 22 and a half actually, look. It's a 23 centimeters perch. Is it my first valid fish at the YPC? Oh yes! Look at this buddy, never been so happy for a so little buddy, but well, look at the colors, it's so nice. Can I release it? As soft as we can. Ciao, bro. Yes. Just a little one, but makes me super happy. Good. Angenehm respektvoller Umgang und wer weiß, genau so ein Exemplar hat Mark Patschowski letztes Jahr ins Finale gebracht. Eule würde aktuell wohl auch nicht Nein sagen. Petri Mattia, Alter, aber ich wäre froh, wenn ich einen 23er hätte, glaub mir's. Das, was ich hier mache, gell. Das habe ich mal vielleicht meine schlimmsten Träume erhofft, dass ich das am letzten Tag, in der letzten Zwischen vielleicht machen muss, um noch einen Barsch zu kriegen, Alter. Jetzt mache ich es schon noch die ersten 3 Angelstunden, Alter, bin ich schon soweit. Ja! Perch. No, it's under. Alrighty.
Got one. Nice bite. What is it, 54? Wow, what a crazy bite this was. I thought it was a perch because it took in shallow water, but it was a zander hammering a centipede on a free rig, and it was hooked really well. Let's put it back directly and try and catch another one. Bye bye. Let's continue. Yeah. Perch. That's a perch. No, it's also gonna be a zander. Yeah. The better one. Yeah, got him. I left the net in the car, so I take them gently out by hand. Hey, that's quick. Another one. I guess they haven't seen a free rig here before. Let's see how long he is. So it's 57. No, 58. Wow, super nice. One of the next casts later, this one smashed it. And again, on a centipede. A small new creature bait. Both good for zander and perch. And this 58 centimeter zander is a third fish on the cord and can go back quickly. Bye bye. Nice. Finally found something that's working. There is so much fishing pressure on these kind of rivers that doing something else often pays off. And this time it's a free rig with a centipede. A small, well, it's not so small, it's actually a big kind of creature bait. So let's see if we can trick another one. I'm becoming a ferry fisherman. I'm not proud of myself. Usually I go to hidden spots and difficult to access areas. And here I am, fishing at the ferries. Man. But if they work, if you want to fish at the ferries, you need to do something different than what all the others are doing. And a free rig with this bait is fantastic for that. That was a bite. Got another bite. Just as I wanted to reel in front of the stones here. On? No. No. You're not even allowed to fish where the ferry... Another one. That's too small, I think. Oh, maybe? No, that's not too small. It's another good one. Crazy how active they are here. All right. And another one. Oh, it's same. Oh, it's even bigger. It's 59. Maybe even and a half. It's and a half, right? 60. Wow, 3 zanders in a row. Again, slowly fished with a centipede. A zander of 60 centimeters. So let's put him back quickly and continue fishing. Skinny one. Oh, thank you. If they splash you like that, it doesn't need to rain, huh? But this one is again in the same stone. Yeah, and he's gone. Okay, zander 60. Kann man mal so machen. Wir nehmen mit. An vermeintlich abgegrasten Spots braucht es manchmal nur ein wenig Experimentierfreude. Der Top-Favorit geht in Führung. Die Konkurrenz nimmt neuen Anlauf. Well, the plan is to change the water because even if we spend quite some time on this, I don't get to find the right fish, the one I was looking for. It's a little river, but with big fish inside. Big fish didn't come so far, so we're getting to a bigger water now with a bit more of a current turning around. And let's hope that makes some activity.
Nun ja. Aktuell scheint es ja insgesamt nicht so gut zu laufen. Und ja, man muss sagen, jetzt denkt man natürlich, warum bin ich nicht nach Friesland gefahren, aber auf der anderen Seite musste ich taktisch den Risikomove jetzt machen am Anfang des Turniers. Mission Barsch geht weiter, Stunde Fahrt und dann andere Bedingungen. Wir fahren jetzt in den Fluss, machen da ein bisschen Powerfishing, wie man so schön sagt. Dabei kommt dann hoffentlich auch einer rum. Und dann bin ich schon deutlich beruhigter, aber der Barschplan bleibt und der wird auch noch irgendwann zünden eigentlich. Da bin ich zumindest einigermaßen sicher. Heimtückisches Ding aber. Das kann ich mir vorstellen, dass der Barsch sind. Die fressen wahrscheinlich 5 Minuten am Tag. Oder haben sie schon gefressen. Fisch! Oh, was eine Erlösung. Es hat auch endlich für mich geklappt. Es ist zwar erstmal kein Riese für den Anfang, aber darum geht es auf jeden Fall nicht. Es ist ein kleiner Barsch geworden, aber zur Taktik erzähle ich euch gleich. Ich verarze erstmal den kleinen Racker. Der wollte den Smoking Dad haben. Ein kleiner Barsch zum Anfang. Das ist eigentlich nicht die Größe, für die ich zur Maß gekommen bin. Aber das ist mein erster YPC-Fisch in meinem Leben und das nimmt auf jeden Fall riesig viel Anspannung weg. Ich bin ultra happy. Über die 0,5 kommen wir nicht. Quetschen wollen wir ihn auch nicht. Das sind dann 33. Approved? Ja, approved. Perfekt. Ein 33er Barsch. Schöner Start. Lassen wir mal schnell weg. Oh. Das macht mich happy. Ich war ja gerade ein bisschen am struggeln an dem Spot, weil im Training hatte der deutlich mehr Strömung, jetzt hat er gar keine und wir haben Sonne. Das macht es natürlich schwerer. Deswegen bin ich schon vom etwas gröberen aufs etwas feinere gewechselt. Smoking Dad, Shade Brown, absolute Waffe am Cebu. Ich habe schon down gesized, normal fische ich gerne die 3 oder 3,5er hier in der Maß, aber bei diesen Bedingungen kann man manchmal kleiner nicht gehen, erst recht wenn die Brut so ist. Ja, und einmal noch kurz was zur Route, wenn wir gerade dabei sind. Ich fische hier die neue Seiten Spinning M, also 16M Spinning. Ist ein Prototyp, ist der ultimative Stock für den Fluss. Mit dem kann man echt feinste Cebus kratzen, aber auch jiggen. Ja, so hier in der Maß, wo ein Fisch sind auch mehrere. Deswegen werde ich jetzt schnell weiterwerfen. Ich habe nämlich den weitesten Wurf, den ich heute gemacht habe ich gerade gemacht mit 50 Meter und er kam nicht mehr auf den Boden an. Das heißt, der Schwarm ist noch nicht gespukt. Ich versuche auf jeden Fall jetzt noch schnell einen da rauszufangen. Oh, finally. Wow. Nach gut 3 Stunden sind alle Neulinge auf dem Board, die Nerven beruhigt und Moritz schätzt die Lage vermutlich ganz richtig ein. So langsam kommt der Tag ins Rollen. Um 14 Uhr ist natürlich auch die schwerste Zeit. Ich glaube, das wird jetzt Stunde für Stunde, kann es nur noch besser werden. Die anderen Fische in der Gruppe motivieren mich einfach nur noch mehr, jetzt auch endlich ein vernünftiges zu reporten. Jeder Angler kennt es doch. Das ist der automatische Brückenguckreflex. Der Grund, warum wir Angler vielleicht den einen oder anderen Auffahrunfall schon mal hatten oder haben werden. Es ist einfach in der Natur des Anglers, es ist in den Genen, glaube ich, verankert. Einfach jede Brücke runter zu gucken, um zu schauen, ob da Wasser ist. Habt ihr das auch? Schreibt mal in die Kommentare. Egal, wenn ich eine Brücke sehe und darunter sind dann irgendwie die Gleise, dann bin ich traurig. Weiß nicht, ob du das kennst oder ob man das kennt. What is plants? I think. Haha, I catch them all close to the weeds. But now I get why they are here. So
there is a small weed bed and it's just the edge of the weed bed. And usually this time of the year, a little bit of plants contain a lot of bait fish. So when the ferry is coming by or passing by, they're pushing the bait fish out of the weeds and the Xanders just take them. Oh, God, what a bite. No, no, I broke the line. No, too bad. I broke the line. And that was not even a pike, that was a perch. Fuck, that's too bad. Mamma mia! Immerhin war es ein Einzelhaken. Trotzdem ist für Mattia eine halbe Stunde eher Schluss. Das muss erstmal verdaut werden. Well guys, it's time to retie, to try another tiny boomer. It was the first cast when I got hooked into a big perch. I'm sure that's it. It was a big perch. But I was not ready with the net, and in order to get the net, I wasted a couple of seconds in which the fish touched some rocks. And that is the reason why at the end I lost it. So I'm going to get a penalty for this. That's really bad because the last part of the fishing day is going to be important with the light that goes down to catch some bigger fish. But well, all I can do is to keep on going, keep it up, and in 2 minutes we go back down and we start casting again. Let's go. Den hier kennt ihr schon. Den Real Vibe in 18 cm, das erfolgreichste Produkt von LMAB aller Zeiten. Und nun bekommt er Verstärkung. Eine 15 cm Variante zum leichten Hechtangeln und eine 22 cm Version, wenn es gezielt auf die ganz großen gehen soll. Ein Swimbait, 3 Größen, in den 12 bekannten Erfolgsdekoren für unzählige, unvergessliche Momente am Wasser. 22er Real Vibe, ab sofort im Handel. Ey, das ist eine Pose, fahr mich nicht über den Schnur, Mensch! Ist gut! Boah, Camo! Richtig geil. Ey, jetzt schon Familienkutschen mit einem E-Motor drauf? Mann, das ist eine schöne Bucht. Hier können wir abankern. Machen die auch schon den auf Adventure hier, oder was? Ey, Meister, gibt das keine Thunfische? Was ist das? Hat der da ein Zelt auf dem Dach? Kommt da denn jetzt noch für ein UFO? Das ist doch kein Angelboot mehr. Oder wer ist das? Ist das Paul auf der großen Hornet? Hey, grüß dich! Oh, warte. Das ist aber ein geiles Boot, ey. Wir haben für jeden das passende Boot. Starte dein Adventure. Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Louie. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und da kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm, wir haben einen lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an einen Hecht, der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich.
Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. Irgendwie sieht das hier aus wie ein Männchen. Das da hinten ist kein Männchen, oder? Ich wollte gerade sagen. Aber haben alle Euter hier, oder? Aber hier steht versobtes Tier. Ich bin ehrlich, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor männlichen Kühen, wo ich gerade sage, vor Stieren. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, wo die Barsche stehen. Mumu. Hey, chill. Big perch. On a ferry! Man, this is crazy. And it's completely red also. Okay, let's leave it in the water for a bit. That's a beautiful, beautiful perch. Again on this free rig. Wow. What a fish. Wow. 45 centimeter, and it's look at the red fins. They're deeply red. Very, very nice fish. Let's put it back. Thank you very much, my friend. Don't tell your friends, we're hammering here. Oh, with a lot of pleasure I'm gonna report this one in the group. Na, hoffentlich wird der Anleger nicht zur Pilgerstätte. Ton schielt nach nicht mal 4 Stunden schon wieder auf die Fullcard und erklärt uns in Ruhe, wie er das Free Rig hier fischt. The best way to fish a bait like this is actually pretty aggressive. So make the fish notice the lure, do some quick twitches, and then just leave it in the same place for a while. And usually, after you made the twitches, the fish can notice, okay, something is going on. There is something I can eat. And then, after that, while it's laying still, it sees the opportunity to attack it. And we have caught many fish in the winter like this from the boat. And that's also the main reason that I fish it now. Fisch. Babyzander, ja. Wie groß muss ein Zander sein? Wie viel? Brauchen wir nicht messen, das Ding, aber ich kann mal. Vorne dran. 44. Ist das maßig? Ja. Geil. Da ist der Zander. Ah, okay, super. Mega. Präsentieren brauchen wir nicht, oder? Super, Alter. Super, Alter, geil. Jetzt sind wir auch auf der Karte. Ton hat aktuell zwar mehr Punkte als alle anderen zusammen, trotzdem ein Mutmacher für Eule, der nach dem Erfolgserlebnis mal wieder seine Sortimentsfestigkeit unter Beweis stellt. Auf so im Sebastian sein Zander. Wie heißt er? Wie heißt der komische Dinger da vom Händler? Nee, der andere. Der normale. Kauli heißt er, ja.
Und hier habe ich von LMAB einer. Und da ist der voll Spro. Guck mal, was ich da gefangen habe, was für ein Ding. Junge, das ist ja frei abartig. Das stecke ich mir aber nicht in den Hosensack, das sage ich dir. Das sind wir später mit, das sind die ersten 2 Punkte von unserem Müllding sind das, Alter. Ja, die hole ich dann. Auf jeden Fall sind da auch Barsche, das gefällt mir. Es wäre ja super, wenn ich noch einen Barsch fangen tät hier. Oh. Ich schwitze so wie ein Schwein. Oh. Ich bleib besser da stehen. So, ich nutze den Köderwechsel, um euch mal was zu erklären. Ich habe den Köder gewechselt auf einen Smoking Dead in 3 Inch. Das sind 0,5 Inch mehr, ein bisschen mehr Volumen. Es wird ein bisschen dunkler. Ich hoffe, dass die Zander jetzt so langsam rauskommen. Kleiner Tipp zum Köder. Man hat ja quasi bei dem Smoking Dead ganz normal diese Abreißstellen zu den Armen. Ich reiße sie aber gerne zu der anderen Seite auf. Das heißt, wenn der Krebs ein bisschen runtertaumelt, stellt er die quasi nicht nach hinten auf, sondern nach vorne. Das heißt, wir haben wie einen Fallschirm, der den Krebs langsamer runterziehen lässt. Demnach habe ich auch mein Tungstengewicht von 9 Gramm auf 10 Gramm gewechselt. 1 Gramm brauche ich einfach mehr, einfach weil durch dieses Aufreißen es ein bisschen mehr Wasserverdrängung ist und das Volumen vom Krebs einfach ein bisschen höher ist, dass ich dann die gleiche Absinkphase habe wie vorher, trotz der anderen Gegebenheiten. Und ich zeige euch das auch nochmal schnell, wie ich das führe. Also viele Leute gehen hier schon angeln, aber für die, die hier nicht angeln gehen, wir haben hier oftmals einfach eine gerade Steinpackung und ich versuche, so parallel wie es geht, zu der Steinpackung zu werfen. Umso mehr Strömung wir haben, umso näher kommen die Fische zur Steinpackung, umso weniger, umso weiter gehen sie raus. Wir haben jetzt fast keine, das heißt, manchmal gehe ich noch 1-2 Meter weiter raus, aber dann nehme ich einfach die Route ein bisschen raus, dass die paralleler zur Steinpackung läuft und zuppel den dann einfach nur in ganz kleinen Sprüngen über den Boden. Einfach wie ein ganz kleiner Krebs, der ganz normal seine Bahn an der Steinpackung zieht. Und ja, wenn ein hungriger Zander, Barsch oder Hecht vorbeikommt, dann ist es meistens immer ein gefundenes, leichtes Fressen für die. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch, das Fachliche noch ein bisschen besser umsetzen kann. Die Fische haben noch nicht so Bock. Wie gesagt, die Bedingungen sind nicht so ideal, aber was nicht ist, kann ja noch werden, würde ich sagen. Ich bin da noch entspannt. Während Moritz auf Krebse setzt, geht Angelo an ähnlicher Stelle ruppiger zu Werke. So, hier laufen wir jetzt erstmal eine Runde. Das heißt, twitchen, twitchen, weiterlaufen, twitchen, twitchen, weiterlaufen. Wenn man Barsche sucht, so wie wir zum Beispiel, dann kann man an vielen Gewässern, auch in Hamburg, einfach ein Twitchbait nehmen und die Steinpackung abtwitchen, weil die meisten großen Barsche stehen auf den Steinen in ganz flachem Wasser. Und deswegen kriegen wir auch, wenn wir so viel jiggen, nicht so viele Barsche. Weil sie direkt auf den Stein oben stehen. Da, wo wir schon reinkurbeln, um keine Hänger zu kriegen. Wow. Erster Fischkontakt. Oh, der war so weit. Oh. Hm? Das Kind ein Hacker-Gewässt sein, ich bin mir nicht sicher. Scheiße! Ja, und nochmal! Nein! Nein, 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 nein! Oh, Kacke! Der hat sogar zweimal zugepackt. Das ist doof. Ah, da war eine draußen gesehen. Scheiße. Aber zu klar, das sind ja kleine Barsche, ne? Hier. Oh, volle Distanz. Reingeworfen und dran. Oh, den muss ich jetzt kriegen. Oh, voll durchs Kraut durch. Ja, muss ich jetzt. Yes. Ah, noch so. Oh. Ich muss durch das Kraut durchkriegen. Bleib dran. Bitte bleib. Ist ja wahrscheinlich mit dem ganzen Batzen Kraut gleich an. Noch habe ich ihn drauf. Bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, ob das der gleiche von eben, aber es ist auf jeden Fall mein Hecht Nummer 2. Oh, bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben.
Yes, ich hab ihn. Ich hab ihn. Zusammen mit noch einem ganzen Batzen Kraut. Jawohl, 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 jawohl. Ey, geil. Oh, das freut mich jetzt. Yes. Geile Sache. Hing ganz knapp. Kriegt man gleich so raus, glaube ich jetzt. Jawohl. Auch kein Gigant, aber vollkommen egal. Vollkommen egal. Schöner Pike. So, mal gucken, wie groß der ist. Mega. Ist jetzt auch nicht der absolute Riese, aber hat über 73,5, also 74, das ist fast eigentlich 74 ran. Gut, 74er Pike auf Fabrico Pike. Das ist eben auch das Coole, dass man den Köder so weit werfen kann. Ihr habt es, glaube ich, jetzt gesehen, der hat wirklich volle Wurfdistanz gebissen. Geht wieder rein, der Fisch. Schön, einfach schön. Danke, mein Freund. Ja, so muss das sein, schön. Boah, Leute, das war jetzt wirklich eine krasse Nummer. Die beiden Bisse, den Fehlbiss, den ich vorher hatte, immer kurz nach dem Auswerfen gekommen, wenn ich gerade kurz bevor ich auf dieses Helle dann drauf geleiert habe. Also sie stehen genau an dieser Krautkante dran. Und ich werde jetzt noch ein paar Minuten hier angeln. Vielleicht ist hier noch einer zu bekommen. Das war jetzt kein Zufall, dass hier in kurzer Zeit 2 Bisse gekommen sind. Und wir haben ja jetzt hier doch ein ganz großes Stück von dem See abgefischt. Der Wind steht drauf. Es ist flach, es ist krautig und dazu dann eben so ein Köder, den man weit schmeißen kann und der, das sollte man auch nicht unterschätzen, ein richtig krasses Plattchen macht, wenn er auf die Wasseroberfläche auftrifft. Und gerade in Gewässern, wo man jetzt keinen so extrem starken Angeldruck hat, kann das sogar extrem vorteilhaft sein, weil die Hechte dadurch natürlich aufmerksam werden. Und der Biss kam jetzt so schnell nach dem Auswerfen, dass ich davon ausgehe, dass genau dieser Fall jetzt eben eingetreten ist. Hundetherapeuten gibt's mittlerweile an jeder Ecke. Hechtpsychologen findet man selten. Zweiter passabler Fisch für Veit. Fast zeitgleich ruckt es bei Angelo. Oh, Fisch. Fühlst du dich an wie ein Barsch? Oh. Pike. Na, komm her. Na, komm her. Auf eine Barschrute, doch. Nein. Buh. Ei. Aber wir haben Fisch gesehen. Oh, was die meisten Leute unterschätzen ist auch, oh, wieder zittrig, ich bin, es ist schwierig, natürlich alles selbst zu machen und das natürlich noch für so ein Format für euch, das ist gar nicht so leicht. Leute, wie gesagt, nochmal Entschuldigung für vorhin, für den ersten Fisch. Ich bin hauptberuflich Guide, ich bin professioneller Angler, das muss ich besser drauf haben. Hier habe ich jetzt gedacht, bisschen besser, aber ich habe gedacht, ich gebe den Hecht jetzt mal ein bisschen Druck. Fehlentscheidung, aber mit einer Barschrute ist es auch gar nicht so leicht. Ich will den Fisch auch nicht unnötig lange drillen. Aber die Bremse war doof eingestellt. Anfängerfehler. Oh nein, jetzt. Oh, schon. Oh nein. Heute ist der Wurm drin. Komplett nervös, Alter. Er ist ja nervöser wie ich. Gehen wir nicht auf die andere Seite, oder? Oder warte mal, ich twitche noch kurz ab ein bisschen. Wenn die Barsche da sind. Vielleicht. Oh. Die sind zu klein, denn. Die sind zu klein, da war wieder einer hinten dran. Die stehen daneben auf der Kante entlang, auf dem Sockel. Oh, the bite. But it was small. It was maybe a small perch or a small goby. It was just.
Ja, also das ist der erste Plan, ist nicht aufgegangen. Der zweite Plan ist aufgegangen, Zander haben wir. Jetzt brauche ich mal noch einen Barsch und dann könnte man sich morgen noch mal den ganzen Tag auf Fest konzentrieren halt. Oh, warte mal, was ich gleich noch mache. Ich will immer 2,5 Zusatzpunkte auch haben. Ja, das machen nur wir in Deutschland, ihr nicht. Und wir machen Feierabend hier. Let's go. Okay, we leave. Ja, die Fische werden immer aktiver. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen. Oh, hier. Oh. Da auch. Hier war alles voller Barsche hier. Nein, ich habe die Barsche verscheucht. Hier war gerade ein ganzer Schwarm Barsche im Flachwasser. Oh, die schwimmen hier noch. Ha, die kriege ich. Der erste Biss war da. Sie sind auf jeden Fall da. Ich habe einfach nur Fehler gemacht, ich habe zu früh angehauen. Und ich sage es echt ehrlich, wenn ich in YPC gucke und die verschlagen irgendwie Fische oder verdrillen die, dann deswegen, ich gebe es jetzt zu, ich bin einer der Ersten, der sagt, Alter, was für ein Fehler. Und jetzt muss ich aber gestehen, mit Druck, mit Kameramann und allem drum und dran, es ist nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Na, das nehmen wir doch als Fazit für diese erste Folge. Alles in allem war es ein eher gemächlicher Auftakt, was wegen der geänderten Startzeit aber ein wenig zu erwarten war. Trotzdem stehen 6 Angler auf dem Board, Ton schnuppert bereits an der Fullcard und nebenbei wurde reichlich Müll gesammelt. Kurzum, der YPC Bank 2026 ist erfolgreich angerollt und ich verspreche euch, nächsten Sonntag schalten wir mindestens 2 Gänge hoch. Bis dahin eine gute Zeit, schaut mal bei uns im Online-Shop vorbei und falls ihr rauskommt, viel Erfolg am Wasser. Ciao!